Lil, rise and shine. Das hatten wir schon, aber ich lasse es nochmal durchlaufen. Oh, Dad, you rise, you shine. I'll take 5 more minutes. It's time to get up. Shouldn't you be down at the guard shed? And shouldn't I be heading down to cover for you? Do you want the good news or the bad news? Die gut schlechten. We have to work the night shift tonight. I'm going back to bed. No, you're getting out of this house and taking some time to yourself today. Schlaf gut, Missy. Why do we have to work the night shift? Good news or bad news? Die guten. Apparently you didn't pick the right person's champion for the rescue mission, whatever that means, and they're punishing you for it. That doesn't sound like good news. Yeah, it's not. I guess it was just bad news this time. Was ich da voll gut gemacht finde, ich glaube, jeder Champion failed, was es zum gleichen Outcome führt, wodurch es für die Entwickler halt nicht heißt, sie müssen... Also zum Beispiel jetzt das Gespräch. Das würde ja nicht stattfinden, wenn wir dann den richtigen gepickt hätten und bla 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 und alles was... Ne, ihr kennt ja die schönen Stränge, ne? Sie haben sich also einen Strang gespart, aber trotzdem durch die Texte von... Also was passiert ist, dadurch, dass wir den oder den gepickt haben, kommt es trotzdem so vor, als hättest du eine wichtige Entscheidung getroffen oder überhaupt eine Entscheidung getroffen, die irgendwie was zählt. Und das ist sehr schlau. Das wurde uns damals erklärt von unserem Dozenten anhand von Bioshock. Was ich bis heute nicht gespielt habe, deswegen... Who's punishing you? No one. I work the night shift a couple times a week to help us get by. Oh, Dad, I didn't know that. So, I guess you could say the economy is punishing me. That and inflation. If taxes keep going up, I might have to get a third job so we can keep affording things like your little doohickey here. Doohickey. Wait, don't touch that! Whoa, what just happened? Do you want the good news or the bad news? Both are. I don't know. Do you feel okay? I feel fine, sweetie. No need to look all blurry about it. Now you get out of here and enjoy your day off. Na But dann. don't enjoy it too much. You have to work all night, remember? Der schreit so. Also manchmal ist er dann so... Und manchmal so... Okay, I'm going. Just try not to operate any heavy machinery until I get back. Klar. I should probably check in with Dr. B and make sure my dad isn't radioactive. Radioactive. Ich bin einmal weg, Daddy. Now you get out of here and enjoy your day off. But don't enjoy it too much. You have to work all night, remember? Oh, die Umarmung von letzten Mal. Die war so süßi. Also habe ich mitgenommen. Okay, tschüss. Oh, God, the rat problem is even worse than I thought. We eat all of our meals here. Hä? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Welches Problem? Ich sehe kein Problem. Sie wirkt. Quietsch. Noch mehr Quietsch? Quietsch. Er hat einen neuen Hut gefunden. Auge, Auge. Mach Auge, Brudi. People are sleeping upstairs. Better not. Okay, gut. Dann weck ich halt nicht. This hat, it is not as fantastic as my previous hat. My journey, it continues. Okay. Können wir kurz in die Gasse, bitte? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hä? Sie geht einfach hin. Ich mach nix. Isla, Simon, Lamont. How's it going, guys?
Hey, if it isn't little miss, I haven't been around for a while. Where you been all this time? Oh, das ist Gronk. Ach, den seht ihr gar nicht. Warte, hier hinter mir ist Gronk. Also, das sehe ich, aber das ist 1:1 Gronk, oder? Not around. I got what every kid fears they'll get one day. Chickenpox? Bartbrille Gronk, eben. Worse than that, Simon. I got a job. What are you up to? Well, you just missed the rock throwing portion of our morning. Sadly, we chucked the last rock in the alley over the fence. Next, well... We were thinking of seeing if we could get our mitts on some of the cool stuff that Garby guys got over there. They look like magical toys, basically. Schlechte Idee. I have to use a bunch of those for my job. And even though they look like a barrel of laughs, they're serious business. Come on, Lil. For some reason, the world is basically treating you like you're old. Work your magic and score us some sweet loot. Du hast ein bisschen eine feuchte Aussprache. I'm not sure if it's a good idea, but I'll talk to Garbanzo over there and see. Die meisten dieser Verbrecher sind Teil der berüchtigten Hilltop Gang. Ein Haufen Vollpfosten. Sind es die Entwickler? Ich weiß nicht, ob die Hilltop... Habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Hallo, Marcy. Hi, Lil. Sorry, I'm not quite ready to open up the shop yet. I can't seem to find my inventory key. What are you doing up so early? I was hoping to do some quick shopping before I have to work the graveyard shift tonight. Oh, geez, I'd love to help you out, but I can't seem to find the key to my inventory cabinet. I can't open my shop without it. It's gotta be around here somewhere. You probably just dropped it. Or maybe one of those small hooligans over there stole it. Those aren't small hooligans. They're my friends. And I was actually coming to talk to you about letting us borrow a couple of items. I stand by my statement, and we can talk about loaning you some merchandise later. Maybe you could talk to them for me. Work your little guardsman magic and see what you could do to get it back. On it. Ja, das würde ja... Okay. Mhm. Hey, Leute! Hi, na? Alright, guys, time to confess. Which one of you took poor Garby's inventory key? Wasn't me. It I was don't me. know. Aha, keine Ahnung heißt nicht, ich war's nicht. I ain't saying nothing. Das heißt auch nicht, ich war's nicht. Also er hat gesagt nein. Also einer von den beiden. So that's the way it's gonna be, is it? Listen, I need that key to upgrade tools and buy more power crystals. So one of you is gonna tell me who's responsible. Are you a lawyer all of a sudden? Nope, but I'm a guardsman. I hope you got your story straight, because I really don't want to go down to the guard shed and get my metal detector. So tell me, which one of you took Garby's key? It was Simon. I've never brought this up to the group before, but I think Isla is a kleptomaniac. I always see her taking things out of Lamont's backpack when he's not looking. But also... Between you and me, I saw Lamont poking his big, dumb, handsome nose that sits in the middle of his gorgeous face all around that booth. It was probably him. Oh, he's such a bad boy, but also... I could make up my mind now, or dig a little deeper. Wir fragen noch weiter. I said it before, I'll say it again. It was Isla. Dachte ich mir. Okay, maybe Isla isn't a klepto, but she did go through his bag just before you got here. Maybe she's got a good reason to be going through his stuff. I got here third, so I didn't see anything. I know it wasn't me. I'm in a bit of a two-strike situation with my parents, and I'll be sent to the National Ballet School in Marvog if Oh nein, I da get in stirbt trouble sie. again. Da stirbt sie, wenn sie nicht mehr die letzte ist, die steht. But I'm telling you, Lamont got here first, and I saw him rooting around Garby's shop.
Dachte ich So, mir. did you figure out who took my key? I hate to be a narc, but I think it was probably Lamont. He's the tough-looking kid with the missing tooth. Thanks, Lil. I'll be right back. Hey, you! Mullet boy! Stay right where you are! Okay. Garby ist weder klug noch stark noch schnell. Als er Lils Hooligan-Freunde erreichte, waren sie schon weggelaufen. Doch Lil hatte richtig gelegen. Vor lauter Schreck ließ Lamont den Schlüssel fallen, als er wegrannte. Ugh, got the key back. And those hooligans ran off. It's a win-win. Now my shop is ready to open. For helping me out, I'd like to offer you some gold to upgrade one of your tools. Or load up on crystals. Whatever your little heart desires. Gib Geld. Danke. Was machen wir denn? Also Wahrheitsspray war gut. Der Ochsenziemer. Ne? Also, wir haben genug Kristalle für alle. Kristalle für alle. Hier ist immer noch der Dechiffrierring. Dechiffrierring. Ich finde die Peitsche eigentlich auch gut. Da haben wir Gewalt, wo sie Items fliegen lassen. Und hier haben wir, wo sie uns die Wahrheit erzählen. Finde ich eigentlich gut. Tschüss. Ich habe uns jetzt mal pleite gemacht. Ich hoffe, es ist kein Spiel. Oh Gott. Der Kerker. Wir gehen in den Kerker. Oh nein, heute wäre Wetten gewesen. Oh nein. Hey! Oh. Jede Burg braucht einen schaurigen Kerker, stimmt's? Perfekt für Gefangene, die nur einen Arm haben. Also, okay, das ist einfach... Lil klopft an, doch niemand antwortet. Okay, dann gehen wir natürlich wieder. Kann ich 6 Goldmünzen wetten? Die aufregende Rinne mit Stühlen für überteuertes Essen. Oh nein, das heißt jetzt sogar hier so. Upsi. Oh nein. Oh Mann. Hatte ich noch Zeug zu verkaufen? Nee, ne? And win some money on the Goblin Ball. Hello again, Fredo. Again? I've never seen you before in my life. But I placed a bet with you on the last game. Doesn't ring a bell. The Kalidar Lightning game against the Brawlers? I won some money. Okay, if you say so. Person I've never seen before. Anyways, you want to make a bet on the game? Here are the teams at play, kiddo. Which one do you want to hear about? This team went under a major rebranding and hired a whole new set of eager rookies. They're fast, but lack the muscle mass that some of the more seasoned teams have. Let's hope the starch in those new uniforms doesn't slow them down too much. You sure you want to bet on them? How much you looking to gamble? 5! All in! Bist du sicher? Ja! Ja! All right, kid. Your bet is in. Wir werden verlieren. Danke. Hey. This hat, it is not as fantastic as my previous hat. My journey, it continues. Ich finde den eigentlich ganz gut. Also ich finde es immer so schwachsinnig, dass da 2 Getränke sind. Das wäre doch viel sinnvoller, dass das eine auch noch was zu essen hat. Oh, hello, dear. Are you here to watch the Goblin Ball game? Ja. Hiya, Mrs. A. I usually find Goblin Ball too boring to watch, unless of course there's a little action on it, if you know what I mean. I most certainly do. I've got this month's pension check riding on a sure thing tip that's gonna pay out big time. You sure seem confident, Mrs. A. Care to share that Oh, tip nein. with this underage gambler? Your father wouldn't be pleased with me, but I'll tell you what. Actually, I've already placed my bet for the game. Good luck, though, Verdammt. Mrs. A. Oh, all right. Say hi to that father of yours for me. Oh nein.
Let's watch some Goblin Ball. What an embarrassing series of unfortunate accidents for the Milton Marauders. First, hometown hero Jorbala Pepstein barrel rolls out of the way and completely avoids the Marauders' lightning-fast offensive line. Next, the Sprawl's own dynamic duo, Edie and Audrey O'Goblin, shave all 14.7 seconds they need off their time in order to open the Diamond Snorf's cage. Incredible! We only see that every few years. It all comes down to the final wagon wheel toss, and the coach has sent in Sir Warren of Bainbridge, the bad boy of the Brawlers' midfield passive-aggressive line. He's muttering something to himself. He spits. He lifts the wheel above his head. He spins. He spins again. He spins a third time, and it's launched. But what's that? The Marauders' weather wizard sends a fierce gale force wind at the wagon wheel, and it's way off course. And it's coming this way. Oh, God, I'm stuck in this booth, and it's coming right for me. Oh, God, tell my wife I love... Tja, damit haben die Milton Marauders aber auf besonders schauerliche Weise gewonnen. Ja! Puh! Lucky guess, kid. Come back next time for all your illegal gambling needs. Just ask for Fredo. Wie war das Gambling-Stream? Ich bin gut da drin, hä? Okay. Wo können wir hin? Garbys Laden, Wachhäuschen. Beginne deine Schicht. Ausgrabungsstätte. Da gehen wir doch nochmal zu ihr hin. Wir müssen ja über unseren Daddy reden. Der Eingang zur Ausgrabungsstätte ist verschlossen, aber da hängt eine Nachricht. Ich habe ein Treffen der Magiergilde einberufen. Die Ausgrabungsstätte ist für heute geschlossen. Dr. Marquez Beatrix von Matterhorn. Okay. Well, that's just great. What am I supposed to do now? I guess I could go back in time to when she was here. Ja klar, let's go. Ich guck mal, was passiert. Dein rücksichtsloser Einsatz des Chronometer 3000 hat einen katastrophalen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum verursacht. Du bist gestorben. Well, that's just great. What am I supposed to do now? I guess I could go back in time to when she was here. Und jetzt schalt es aus. Shut it down! Dr. B did say I could only use it at the guard shed. Ach, Maybe that's why it's on the das fritz? habe ich vergessen. I better just get to my shift before this thing explodes. Alle nicht besuchten Orte werden nicht mehr verfügbar sein. Nein, aber da war ich... Also ich konnte ja nichts da machen. Was soll schon passieren? Ja, ich meine, wenn ich in Stücke gerissen werde, heißt es gibt mehr Stücke von mir. Was gut ist, oder? You encountered the first of many landmines. Oh my god, you killed LIL. Errungenschaft. Schön. Und bin stolz drauf. Need something else? Hatte ich noch was zum Nein. Toll, ich habe 5 Gold gewonnen, meine ich, nicht verloren. Toll. Lausige 5 Goldstücke. Ja, wir gehen jetzt. Wir haben ja alles sonst gemacht. What's this? A mysterious present? Perhaps a secret admirer? Bestimmt. Sehr geehrter Empfänger, deine Wahl der Helden für die Prinzessin-Rettungsmission wurde für akzeptabel befunden. Leider haben wir noch nicht viel von dem Magier gehört, außer jeder Menge Piepsen und Zwitschern aus seinem Turm. Wie dem auch sei, anbei findest du einen einmaligen Bonus für deinen Sachverstand bei der Charakterbeurteilung. Bis dahin, PS, mein Bedauern zu der Unannehmlichkeit deiner Nachtarbeit. Ratsfrau Ash. Also, ich dachte, es wäre leise geschrieben. Gut.
Du hast ein gratis Upgrade für das Wahrheitsspray erhalten. Ja, aber das habe ich doch gerade erst geupgradet. Oh, ich hätte mir das Geld sparen können und es wetten können. Sweet. Das Fussel, der fliegt. Geh weg. Toll. Es gibt keine schriftliche Anweisung für die Nachtschicht, aber es liegt ein Buch namens Monsterhandbuch vor LIL. Warte, warum sind da Würfel? Sprawl Monsterhandbuch. Erstausgabe. Doppelgänger. Gestaltwandler. Häufigkeit sehr selten. Spezialangriffe. Gestaltwandel. Schleichangriff. Schwachstellen anfällig für physischen Schaden. Ausrichtung chaotisch böse. Größe klein bis mittelgroß und menschenähnlich. Wirkt deine Liebste oder dein Liebster verwirrter als sonst? Vielleicht wurde sie oder er ja durch einen Doppelgänger ersetzt. Diese monsterhaften Kreaturen besitzen die Fähigkeit, das äußere Erscheinungsbild eines jeden anzunehmen, wenn du es mit einem mutmaßlichen Gestaltwandler zu tun hast. Zeig ihm ein Objekt, das er kennen müsste. Wenn möglich, zeig ihm sein Kind. Zeig ihm Jimmy? Ich brauche Tanni. Tanni setzt sich jetzt in unser Inventar, dann zeige ich ihm mal Tanni. Note. Chemische Verbindungen wie das patentierte Wahrheitsspray haben keine Wirkung auf das, was im Grunde nur Gelklumpen sind. Okay, gut. Schlaf gut, Klebi, träume Schönes und gute Nacht, Souldiver. Waldentitäten. Na? Gut, ja. Häufigkeit selten. Spezialangriffe, Stampfen und oder Trampeln. Schwachstellen, Feuer, Holzfälleräxte, schlecht organisierte Zusammenkünfte im Rathaus. Ausrichtung wirklich neutral. Größe erklimmbar. Die Geschichte der ersten Transformation vom banalen Baum bis hin zum empfindungsfähigen, beweglichen Wesen ist im Laufe der Zeit verloren gegangen. Diese Kreaturen sind extrem gefährlich, lassen sich in der Regel aber nur motivieren, wenn ihr Revier bedroht wird. Die Rinde der Waldentität birgt oft kryptische, magische Runen und prophetische Schriften, die sich dechiffrieren lassen. Verdammte Kacke. Okay, also ich muss Gestaltwandler auspeitschen, Bäume abbrennen. Kobolde, sehr häufig. Keine Spezialangriffe, anfällig für physische Verletzungen. Verdammt. Ausrichtung unterschiedlich, Größe klein. Als König Oswin I. und später sein Sohn König Oswin II. Die große Expansion von Sprawl unternahmen, wirkten Kobolde als Arbeiter und Handwerker am Bau der Stadt mit. In jüngerer Zeit wurden dieser Gruppe zahlreiche Verbrechen und Unglücke geschrieben, was dazu führte, dass sie immer seltener am öffentlichen Leben teilnahmen. Ob sie nun eine Veranlagung für Verbrechen und Chaos haben oder nicht, wird im Hohen Rat und in Nicht-Menschenrechtsgruppen heiß diskutiert. Hering, rot. Häufigkeit etwa 50-50, Spezialangriffe, Verwirrung stiften, Konflikte verursachen, wo es überhaupt keine geben sollte. Schwachstellen, sorgfältige Überlegungen. Ausrichtung, chaotisch neutral, Größe kleiner Fisch bis Riese und alles dazwischen. Hüte dich vor dem roten Hering. Sein Lockruf hat schon viele Abenteurer dazu gebracht, den falschen Weg einzuschlagen oder auf Gegner zu stoßen, wo gar keine sein sollten. Nutze dein Urteilsvermögen und glaube nicht alles, was du hörst oder siehst. Die Versuchung, einem roten Hering zu glauben, ist groß, aber sei auf der Hut, dann behältst du die Oberhand. Lykanthropen, alias Werwölfe. Selten, bestialische Wut, Krallenzähne, Silber ist die Schwäche, die aufgehende Sonne. Ausrichtung chaotisch böse, Größe nach der Verwandlung gleich verdammt groß. Akademiker sind sich uneins, ob es sich hierbei um ein magisches oder medizinisches Leiden handelt. Die verfluchte oder betroffene Person erleidet einen Angriff oder Biss und verwandelt sich danach beim ersten Vollmond in eine Tötungsmaschine, die halb Mensch, halb Tier ist. In den meisten Fällen ist sich das Individuum der Verwandlung zum Glück nicht bewusst, doch in manchen Fällen weiß es davon und sucht verzweifelt Asyl, um seine Liebsten vor ihrem finsteren Gefährten zu bewahren. Hatte ich nicht was aus Silber und hab's verkauft? Maulwurfsvolk. Gewöhnlich. Graben, beißen bei Provokation. Schwachstellen, Tageslicht, nicht tödlich. Ausrichtung unterschiedlich, oft wirklich neutral. Größe klein. Vor langer Zeit schuf sich eine Untergruppe aus Menschen und Elfen ein Leben unter der Erde. Dieser Evolutionszweig begann sich rasch zu verändern, um sich an seine neue Existenz anzupassen. Sie wurden kleiner und verließen sich stärker auf ihren Geruchs- und Gehörsinn als auf ihr schon bald unterentwickeltes Sehvermögen. Zusätzlich nahmen ihre Hände und Finger aufgrund des vielen Grabens eine clownartige Form an. Es ist übrigens echt schwer, so einen kompletten Bildschirmtext zu lesen, weil wenn ich da gucke, kann ich noch nicht vorgucken. Wisst ihr, was ich meine?
Auch wenn sie auf einige entstellt und sogar monströs wirken, tu dem Maulwurfsvolk bitte nichts zuleide. Und bitte tritt sie nicht. Immerhin besäße Sprawl ohne die Arbeit und das Graben-Know-how des Maulwurfsvolks heutzutage nicht das größte Kanalisationssystem der Welt. Gute Nacht, Sagorax. Nekromant. Selten. Tote wiedererwecken. Diverse Zaubersprüche. Schwachstellen sein Ego. Ausrichtung ordnungsgemäß böse. Größe haben allesamt eine Strandfigur. Magie-Praktizierende, die gegen ihren Kodex und ihren Eid verstoßen und sich den verbotenen Künsten zugewandt haben. Ihre Tätigkeit ist zwar nicht illegal, dennoch sollten sie am Betreten von Sprawl gehindert werden. Note: Die Magiergilde würde einen gefallenen Zauberer, der seinen Fehler eingesehen hat, mit Freuden wieder aufnehmen. Doch bisher hat noch keiner freiwillig die dunklen Künste wieder aufgegeben, nachdem er von der ach so süßen Nekromantie gekostet hat. Vampire. Gewöhnlich. Spezialangriffe, Verwandlung in Fledermaus, Hypnose, Fliegen, dentale Besonderheiten. Schwachstellen: Sonnenlicht, UV, Knoblauch, Säcke voller Getreidekörner zählen, Holzpflöcke. Ausrichtung: Normalerweise böse, aber du solltest lieber nicht nach dem Äußeren urteilen. Größe: Menschengröße. In früheren Jahrhunderten rankten sich Mythen und Legenden um Vampire, die sich im Schatten verborgen hielten und ihre Gräueltaten verbargen, um sich vor der anständigen Gesellschaft zu verstecken. In jüngerer Zeit haben sich Vampire infolge der beeindruckenden von Gothic Rock-Ikone Vlad Extreme angeführten Bewegung für Vampirrechte geoutet und viele von ihnen sind inzwischen produktive Mitglieder der Gesellschaft. Kann ich das immer wieder angucken, bitte? Also das Wahrheitsspray bringt uns halt leider. Also die Peitsche müssen wir auf jeden Fall komplett. Aber mit den Guten. Oh, Röntgenstrahlen weiß ich gar nicht. Nehmen wir mal 2-2. Dechiffrierring brauchen wir. Ja, machen wir so. Passt schon. Nachtschicht ist krass, sagst du. Vlad Extreme, ja. Der gute Vlad. Wer kennt ihn nicht? Hallo. Oh. Good evening, child. I have not seen you at the post before. Was heißt jetzt eigentlich? Was soll ich mit dem machen? Yeah, you know how it goes. Drew the short straw this time. Burning it at both ends, you know. Just gotta keep on trucking through. I hear you. Working the graveyard shift myself. Die Graveyard-Shift. Ja, gut. Yeah. You said it. Okay. Ja, ich kann es immer wieder angucken. Was war Vampire? Eigentlich sind sie gut, ne? Normalerweise böse, aber du solltest lieber nicht nach dem Äußeren urteilen. Deswegen. Ja, der ist doch nett. Ich unterhalte mich mal ein bisschen mit dem. What did you say your name was, sir? Heinrich. Hallo, Heinrich. And last name? Vampire. Vampir, Alter. Vampire? Vampire. Title? Count. Graf Vampir, ja. Your name is Count Heinrich von Pyre? Yes. Hä, ist doch klar. That's a fun name to have. Hä? It is? It is. I thank you, little girl. I happen to come from a long line of vampires. I have no doubt in my mind. Hä, erzähl uns doch noch mehr. So, are you, Running late? Yes, I am. So if you wouldn't mind inviting me in, there is an urgent matter I must attend to. Welche denn? did you say invite you in? Yes, it was an arrangement I had with the guard who normally works this location. An arrangement that, if broken, would be a real pain in the neck, so to speak. Well, I certainly wouldn't want to get in the way of any pre-existing arrangement. Aber ist er jetzt böse oder nicht? Ich meine, er ist nur ein Vampir. Look into my eyes. I sincerely thank you. Das ist auf jeden Fall ein Vampire Diaries Vampir. Oh, ich versuch's mal mit dem Spray, ja? Aber mit dem schlechten Kristall.
Erzähl mal, was hast du vor? Das muss ich jetzt wissen. Your tawdry magic spray does not have any effect on me, child. Maybe I have something else that'll get you talking. Maybe this will loosen your lips. Getreide. Ja, es stand A drin. bag of rice. You're showing me a bag of rice? Why would you do such a thing? Would you happen to know how many grains of rice there are in that bag? I don't know. A lot? Holy crap! Okay, just give it to me. I will count them for you. A bag of rice. I never, in all my years. Es stand im Buch. Okay, weirdo. Next. Aber das hat schon jetzt 3 Sterne gegeben. Ja, 4! Vielleicht wusstest du das noch nicht, aber ein Vampir ist dazu verflucht, jedes Reiskorn zu zählen, wenn man ihm einen Sack Reis gibt. So war er bis zum Tagesanbruch beschäftigt. Gut gemacht. Der Count countet. Mhm. Listen, little girl, there isn't much time. You must send me to jail immediately. I pray you don't make me explain any further. We haven't the time. I feel like I've seen you before. Did you go to a funeral for a cat recently? Sprinkles, that vile beast of a feline. I am Werwolf. certain that cat cursed me and turned me into the monster Haben wir I mehrere am Zellen? today. Also er ist jetzt ein Werwolf und er möchte in eine Zelle gesperrt werden, damit er niemandem was tut. Ich meine, aber in der Zelle steckt Gandalf. Der hat eh viel geredet. Thank you. Bless you, child. The world is a safer place now. I really hope you get the help you need. Da würde ich schon beruhigen mit seinen Kräutern. Hm. Du hast das Leiden dieses Mannes erkannt und verstanden, Lykanthropie. Du hast dich schnell und richtig entschieden. Was wäre passiert? Hätte ich sterben können? Oh, ich will zurückspulen. Oh my god. No, no, little one. Not a god, just an incredibly handsome mortal. People make that mistake all the time. It is I, Prince Phineas, heir to the throne of Petrarch. Incredibly handsome? Really? 11 out of 10, baby. Barf. Do you have anything to declare? Please say no and just go about your business. War Barf nicht irgendwas Anstößiges? War da As a nicht matter of was? fact, I do. Yeah, I was afraid of that. I declare that I am... Betrunken bin? Drunk? No. Well, actually, hold on. Yes, I am drunk. Sauced. 3 sheets to the wind. Nay, 4 sheets. No sheet. Oh, shit. Okay, and I feel like I'm gonna regret asking, but what have you been doing tonight? What do you want me to say? Milkmaids? Or what I've been doing with the milkmaids? Was ich mit denen getrieben habe? Ja. Well, we've come this far. What have you been doing with the milkmaids? I got thrown out for trying to stretch a single into a double. I just feel sorry for you, man. Don't pity me, little one. I am a crown prince of the realm. A sad one. Aren't you here trying to win the hand of Princess Desdemona? Well, sure I am, but when the Mages Guild throws a party in your honor, boy, do they know how to show you a good time. And you can't stop a fox from stealing eggs, am I right? Huh? What? What does that even mean? It means everyone always thought the Sprawl was crazy for being aligned with such an uptight group of old boars. They really know how to show a guy a good time.
No, I meant the thing about the foxes stealing eggs. Also, der Knast hat noch Platz, oder? Can't stop them, and I'm the fox. Barf, 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 barf. Good night, Prince Phineas. That's me. Ha ha. Yeah, I know. That's why I said it. Now get out of here, you drunk fool. Oh, all right. Knast ist voll. Nein, da ist auch Platz. Da ist jetzt wieder ein Platz frei. Good evening, my dear. Mrs. Abernathy, you're out awful late, especially with all these comings and goings. Ich glaube, ich muss die Oma mal auspeitschen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Oma die richtige ist. Also, weiß ich nicht. Warte, ich gehe mal hier runter jetzt wieder. Hab ich vergessen. Oh, my stars! Would you look at the time? How the day does get away from you. I best be turning in. Oma? Oh, my stars! Would you look at the time? How the day does get away from you. Was mache I ich best mit be turning Kobolden? in. Yeah, that seems pretty off to me. Was muss ich mit der machen? In den Knast werfen? Zum Werwolf? Also... Zeig ihm Jimmy. Aber habe ich überhaupt was? Oh, das Törtchen, ja natürlich. Something is seriously weird here. Didn't I read somewhere about showing Ja. people something familiar? Ja. Does this do anything for you? Oh, yes. It is very nice. Thank you. I'm fine, and you? That was one of your award-winning bonds, Mrs. Abernathy. You don't recognize it? Award-winning buns. Peinliche Don't you Pause. recognize it? You're not Mrs. Abernathy at all, are you? Get out of here, you lousy shapeshifter monster! Das ist ein Alien. Du hast Mrs. Abernathy ihre eigenen Rosinenbrötchen gezeigt und sie als Gestaltwandlermonster enttarnt. Gut gemacht. Ey, in der Nacht bin ich viel besser als tagsüber. Well, well, well. If it isn't the little girl who works the guard shed. I was hoping we'd meet again. I'd love to stay and chat, but I have a rather important meeting to attend. Ihr eigenes Ego. Wie muss ich ihn dann mich über ihn lustig machen, bestimmt. Eine Strandfigur hat er, das also ist eindeutig. Na, dann zeig mal Ego. And what exactly is this meeting you're attending? If you must know, I was summoned by Praetor Kargan personally. It is a highly confidential matter that doesn't concern you. Late night slumber party? Watching rom-coms and doing magazine quizzes? Impudent child. I'm pretty close, aren't I? Why does Praetor Kargan want to meet with you? I'm feeling rather generous today, so I will tell you. The Marvog High Council, led by Praetor Kargan herself, are concerned. As ceremonial killings have become more and more common, their numbers continue to dwindle. Cool. With that in mind, the Empress reached out to me regarding the practice of necromancy to preserve the life force of some of these brave fallen souls. Das ist extra eine Anfertigung für mich geworden. Hä? Ist das nicht normal? And at no point did anyone propose maybe a few less ceremonial killings? Necromancy made more sense to the Marvog. Oh, sure. I've told you my business. I've played your game. Why do you continue to bar my access? Geschmacksrichtung. Du bist böse. This necromancy stuff sounds pretty evil to me. That is exactly the reason we need to enshrine the magical freedoms of the Mages Guild. With small-minded smaggles like you trying to dictate what we can and cannot study.
Was mache ich jetzt mit ihm? Verweigern, oder? Ich meine, das ist böse. Wie hätte ich sein Ego noch ankratzen können? You have no right to deny me, no right to even stand in my view, you pathetic smaggle. What's that? Smaggle. Yes, that is the word we mages use to describe worthless, magicless beings such as you. You are a prime grade A example of a smaggle. Dude, that's pretty weak. No, it is not weak. It cuts to the core. Nah, that's lame. Get out of here. The Praetor will know of your insolence, little one. Tschö. Du hast den gruseligen Kerl nicht nach Sprawl gelassen. Das verdient mindestens einen Klaps auf die Schulter. Ich habe versucht, ihn also sein Ego zu kränken. Aber er wollte nicht gekränkt werden, der Penner. Ah! I am Groot. Tani, du bist aber wunderschön. God. Are you some kind of scary tree monster? Yes. Now let me in or I'll thwomp and stomp you. I noticed you have something carved on your bark, but I can't quite make out what it says. Somebody carved it on me when I was a sapling. It was a mistake. Mind if I try to read it? Okay. Okay. Okay, zeig mal. It reads, to lodge all power in one party and keep it there is to ensure bad government and the sure and gradual deterioration of public morals. Does that mean anything to you? That was the words of person who came to woods to write. I remember him, Mark Goblin Twain. He was inspiring to Scary Tree Monster. Talked about how to make change in world. And was it through stomping and thwomping? No, it wasn't. That was Scary Tree Monster's idea. He spoke of change through something called corrupt government systems. Maybe there's a better way to get people out of your woods. Maybe a more official way. Are you saying Scary Tree Monster should run for government office to implement real systemic change? Tani for President. Sure, why not? Hä, soll ich ihn in den Knast stecken? Da sind Pilze, die gefallen Gandalf bestimmt auch. And what business would you say you have in the sprawl this evening? Too many people come through my woods. Too many strangers stomping on our roots and throwing their garbage on us. Me and my brothers and sisters say no more. Das finde ich That must be really ja. hard on you and the other scary tree monsters. Not all are scary. Aber er darf rein, glaube ich. Ich glaube, ich lasse ihn So if rein. people coming through your woods is bugging all of your plant friends, why didn't they all show up? Why just send you? Plant friends got together and decided Scary Tree Monster should go. Scary Tree Monster was voted the scariest and strongest and can walk pretty well. So he was the one elected to stomp and thwomp. Seems like you have a pretty democratic way of figuring things out in the woods. Yes, but we must still be wary of the tyranny of the majority. Ich finde, er klingt also sehr rational. Den lasse ich rein. Tani, komm rein. Smash. I believe in you, Scary Tree Monster. I think you'll make a fine governor, or Congress tree, or whatever you end up running for. Thank you. Now all I need is a snappy campaign slogan.
A vote for me is a vote for a tree? A little on the nose. Du hast den Lebensweg eines gewalttätigen Ungeheuers hin zu einem Leben in der Politik und im Staatsdienst verändert. Das ist nichts gleich. Meine Stimme für das schreckliche Baumungeheuer. Wer bist du hier? Hello. I wish safe passage through this gate. Can do. I'm just gonna need you to lift that hood. Gotta see if you're human or elf or gelatinous blob. We've had all types tonight. I'm afraid I can't do that. I assure you, I am human. Now, please allow me safe passage. Wer kann das noch sein? Also wir haben einen Werwolf gehabt. Wir haben Nekromanten gehabt, einen Vampir. Maulwurfsvolk wird wahrscheinlich nicht. Der Hering, Kobold. Kann eigentlich nur noch wirklich ein Mensch sein. Ich mach mal ein Wahrheitsspraychen, ne? I am returning to the kingdom after being away by my own volition. I have to hurry. There is a deadline that must be met. I have to inform them of my choice. Ugh! Be gone, magic truth spray. Wow, you've got quite the resistance to that. Mind telling me how I could do that? It takes a strong-willed mind and a small knowledge of sorcery. How about a wandering brain and a great knowledge of rocks? Maybe this will loosen your lips. Yeah! Ich versuche alles. Who taught you how to crack a whip? Your form is all wrong. You're more likely to hurt your shoulder than you are to hurt me. Ich glaube, die ist irgendwie richtig wichtig für die Story. Irgendwie, der ist doch ein krasser Charakter, oder? Is that why it's so Deswegen aufs sore? Blatt. Jeez, the things they don't teach you at Gate Guard School. I mean, I assume. I never went. Ich röntge mal. Mal gucken. Nee? Whoa, what's with the neck candy? A little out of place for someone dressed so discreetly. My necklace is none of your concern. So you stole it. I did not steal it. Then it was a gift? Yes, from my mother. I wish I got a gift like that from my mom. Only thing I got from her was this hair. I'm gonna have to hold on to this just until we can get your story straight. No, you mustn't. Maybe you tell me a bit more about you, and then maybe I can give you back your shiny rock on a string. No, I can't. Fine, keep it. I will return for it another day. Aw, you're no fun. That emerald looked like the real thing. Maybe I should call one of the higher-ups about it. Ich kann niemanden mehr anrufen. Oh nein, wir müssen, glaube ich, zurückspulen. Ich lass mal rein. Und dann gucken wir mal, was da steht. Was ich jetzt anders machen soll. Dann spulen wir zurück. Die Whip kann I ich ja don't know schon. why, but something tells me I should let you enter. Maybe it's the necklace, maybe it's the nothing else you've told me about yourself, but I gotta follow my gut on this one. Thank you. The choice you made here today will not go unrewarded. Tacos. What? Make my reward tacos. Okay, sure. Hooray! Etwas an ihr gab dir das Gefühl, dass du ihr trauen kannst. Vielleicht das protzige Bling-Bling? Wie dem auch sei. Tacos! Ist okay, drei Sterne nehmen wir. Das passt schon. All right, there. It is done. 62,451! I've counted every single grain of rice in this bag. I also counted 14 bugs, 27 bottle caps, and 1 mouse skull. And you said I couldn't do it.
No, I didn't. Oh, well, I did it anyway. Now, where were we? Ah, yes, you were just about to invite me into the sprawl. I'm sorry, but it's almost sunrise, which means my shift is done. You'll have to wait until the next guard comes on duty. It's almost sunrise? Oh, holy hell, I can't believe I spent another night wasted counting grains of rice! I'll come back tomorrow night. Why not just wait until the daytime guard comes? Because I can't. Why not? Because I said I can't. I blister in the sun. I bet you do. So long, child, until the next time when you are unfortunate enough to have to work the night shift. So long, obvious vampire dude. Tja. 3,67, 30 Golden. Oh. Den kennen wir alles. Feierabend. Ja, haben wir krass gemacht. Oh. Okay. Aber in die Taverne, okay. Warum? Warum? Aha. It's you. What are you doing here? Are you here to give me tacos? Die hat die gleiche Nase wie wir. No. I've come to reveal my true identity to you. So, no tacos? Allow me to introduce myself. I'm Desdemona. Sag ich ja. Die Prinzessin. Princess Desdemona? So, this necklace that looks exactly like the one the princess owns. Actually belongs to the princess. I'll be taking my necklace back now. Absolutely. Oh. Mann, ich wollte die But what verscherbeln. about the kidnappers? Die Prinzessin ausgepackt. Ja, und sie fand es ja nicht gut. There were no kidnappers. I disguised myself and ran away. I'm sorry for all the commotion I've caused. I had to get away to say goodbye to someone important to me before my wedding. I don't understand. I'm being forced to marry one of the suitors from these two rival kingdoms. Yeah, that's old news. What I don't understand is why you, a princess, are here talking to me about it. Shouldn't there be more official people that could play therapist? Vor allem, was hat die denn für Probleme? Sie kann sogar zwischen einem Mann und einer Frau wählen. Das ist also Luxus, den gab es sonst nie. Like Stryker? Ash? Oh God. Oh, not Malcolm. I know my father had faith in them. When I'm gone, your advisors will help maintain the balance, blah, blah, blah. They want me out of the way so they can control my father's kingdom. They've never been good at listening to what I want or how I want to rule this land. Vielleicht will sie uns heiraten. Sing it, sister. And now I'm being forced to choose between allying the sprawl with the kingdom of Petrard or the Marvog Empire. You mean Phineas the Pompous Prince or Kargan the Praetor Terror? And it doesn't even matter if I love them or not. At the end of the day, it's strictly politics. Lucky me. Also ich weiß nicht. Also die Prätorin würde ich noch eher nehmen. Aber es steht Marvag dahinter und das ist jetzt eher nicht so ein schönes Königreich oder wie man das nennt bei denen. Aber den komischen Prinzen da, der die ganze Zeit nur so ein Hallodri ist, also I don't know. This is the first time in the game I've been okay being 12. I just want to make the right choice. Nein. Tell me, Lil. Nein. What do you think of Prince Phineas? Nein. Er ist Abschaum. He's way higher maintenance than you seem to be. And he's an asshole. Enough said. And what about Praetor Kargan? What do you think? Ich habe meine Zweifel. Aber sie ist kein Abschaum. Look, I'd be lying if I told you I wasn't already planning my Halloween costume based on her look.
Also sie sieht wundervoll aus und ich glaube, sie ist auch ein ganz toller Mensch im Inneren, aber Marvak ist halt Marvak. But it sounds like she's got a lot of blood on her hands. I know their ways are different than ours, but come on. So if you were me and you had the future well-being of the Sprawl in your hands, who would you choose? Also wenn es ja nur eine politische Ehe ist, also nichts mit Herzschmerz und sonst was, dann wäre ja Phineas trotzdem der Bessere. Weil wenn der also Frauen nebendran hat, kann sie sich ja auch also andere Leute noch halten. Also das Problem, okay, ich meine, die ist echt cool, okay? Also sie ist cool, aber Marvak. Anime Phineas. Thank you for your honesty. I know my advisors have jerked you around, but I also know you don't always do what they say, and I like that. You remind me of, well, me. And you remind me of me too. If I was rich and beautiful and influential. Du bist beautiful. Oh, you are influential. You've changed the course of fate more than you know. Don't forget beautiful. I am also beautiful. Ja. The sun's coming up. I must go. I shall put my own heart aside and do what's best for the kingdom. Naja, Lurker, aber also uneheliche Kinder, die kann man also mit hinten rum und sowas, aber Marvak ist halt so, ja gut, dann töten wir halt alles. Die machen Ballett, damit bis der Letzte steht, oder die Letzte, die steht, gewonnen hat und alle anderen sind tot. Ich weiß nicht. Ich glaube, das eine bringt mehr Opfer als das andere. Oh, das hat niemand genommen. Ich wusste es. 4,5% haben die Errungenschaft. Es liegt nur daran, dass die andere eine heiße Frau ist. Und niemand denkt mit dem Hirn in Spielen. Warum habe ich mit dem Hirn egal. Count Heinrich von Pyre. Obwohl zweifellos ein Vampir war, Graf Heinrich van Pyr auch ein eingetragener Chiropraktiker mit einer Privatpraxis am Rand der rasant luxussanierten Gegend von Klein-Ogerstadt. Mann, die Musik ist immer so laut. Da er gezwungenermaßen jedes Reiskorn in dem Sack zählen musste, den du ihm gebracht hattest, konnte sich Heinrich die ganze Nacht lang nicht seinen Patienten widmen. Die verpassten Termine brachten seiner Praxis eine Unmenge negativer Bewertungen ein, was die Aufmerksamkeit der Schullehrerin und Leiterin des Verbraucherschutzbüros Myrna Herkin auf sich zog. In der nächsten Nacht erschien sie mit einem wütenden Mob mit Mistgabeln und Fackeln vor der Praxis. Oh nein, Heinrich! Vielleicht lag es am Lichtschein der Fackeln, der sich in ihren Augen spiegelte, doch beim ersten Anblick verliebten sich Myrna und der Graf unsterblich ineinander. Okay, gut. Vielleicht lag es auch daran, dass er ein mächtiger Vampir ist. Eins von beiden. Der Graf stürzte sich hinab und hob Myrna aus dem wütenden Mob. Er biss sie mindestens 3 Mal und ließ sie von seinem eigenen Blut trinken, damit sie sich in einen Vampir verwandeln konnte. Sie kündigte ihre Stelle im Verbraucherschutzbüro und der Graf hieß seine neue, zukünftige Braut in seiner Burg willkommen. Jetzt hatte Heinrich also neben all dem Ärger mit dem lästigen Van Helsing, der ihn ständig umzubringen versuchte, auch noch eine Hochzeit zu planen. Hä, ich bin voll Amor. Der leidende Mann war vor der Verwandlungskraft des Mondlichts sicher und selbst wenn er sich verwandelt hätte, wären alle anderen durch die dicken Eisenstäbe sicher vor ihm gewesen. Die guten Menschen von Sprawl waren zwar vor dem Zorn seines Fluchs sicher, doch der Trauernde blieb nicht vor den Aggressionen seiner Mitgefangenen verschont. Sie trieben ihn in der Zelle in eine Ecke, stachen mit einer selbstgebastelten Klinge auf ihn ein und ließen ihn liegen, um ihn dort verbluten zu lassen. Gandalf! Zum Glück war die Klinge aus einem Silberlöffel gebastelt worden und heilte ihn auf wundersame Weise von dem Fluch der Bestie, die ihn vor so langer Zeit angegriffen hatte. 2 Wochen lang erholte sich der Trauernde auf der Krankenstation des Gefängnisses und wurde dann wieder in die Gesellschaft entlassen. Leider wurde er auf seiner Rückreise nach Scarborough in der Grafschaft Bessarion von einem anderen Werwolf angegriffen und war nun aufs Neue verflucht. Was für ein Pechvogel. Prinz Phineas. Der Kronprinz von Petrarch, Phineas Pomp,
stolperte zurück in sein luxuriöses Zimmer im Palast. Er war hungrig und betrunken und entfachte ein Feuer, um einen Kessel mit Eintopf aufzusetzen, bevor er das Bewusstsein verlor und zu Boden sank. Als er am nächsten Morgen erwachte, konnte er sich nicht erinnern, wie er nach Hause gekommen war oder wieso es in seinem Zimmer nach verbranntem Stroganoff roch. Aber er erinnerte sich an die wilde Party, die zu seinen Ehren von der Magiergilde veranstaltet worden war und an die Versprechen, die er gemacht hatte, wenn sie ihn als Gemahl für Prinzessin Desdemona auserwählen würden. Diese Mrs. Abernathy war überhaupt keine Abernathy. In Wirklichkeit war sie ein schrecklicher Gestaltenwandler. Die Kreatur rannte in die Nacht davon, nahm eine andere Identität an und verschaffte sich an einem anderen Tor wieder Zutritt nach Sprawl. Als sie nach Sprawl gelangt war, verloren wir sie aus den Augen. Da sie die Gestalt eines jeden annehmen kann, war sie schwierig zu verfolgen und so weiß niemand, wo sie sich gerade aufhält. Später in jener Nacht wurde gemeldet, dass ein ungewöhnlich mundfauler Wachmann Cecil versuchte, in die Waffenkammer von Sprawl einzubrechen. Als ihm der Zutritt verwehrt wurde, soll Wachmann Cecil mit hoher Stimme geschrien haben und in die Nacht davongerannt sein. Sei auf der Hut, denn diese Kreatur könnte jeder sein. Tyronius Athanatos konnte sich in dieser Nacht nicht mit Prätorin Kagan treffen. Sein Versprechen, die Geheimnisse der Nekromantie mit dem Marwag-Imperium zu teilen, blieb unerfüllt. Wäre er erfolgreich gewesen, wären die Magiergilde und ihre Absichten dem Marwag-Imperium offenbart worden. Und wenn diese Allianz gegründet und die Prätorin für die Heirat mit Prinzessin Desdemona ausgewählt worden wären, wer weiß, was dann für ruchlose Pläne ans Licht gekommen wären. Niedergeschlagen ging Tyronius zurück zu seiner Unterkunft vor den Mauern der Stadt und ersann eine andere Möglichkeit, seine Loyalität gegenüber den Marwagianern zu beweisen. Er war sich nicht sicher, wie, aber er wusste, dass sein nächster Plan hundertprozentig Torwächter LIL sicher sein musste. Das schreckliche Baumungeheuer, das nun von einem politischen Amt träumte, stampfte geradewegs zum Büro des städtischen Urkundsbeamten im Rathaus und wartete, bis es öffnete. Am nächsten Tag erhielt es die nötigen Formulare, um für ein politisches Amt zu kandidieren. Leider konnte das schreckliche Baumungeheuer weder lesen noch schreiben. Als es dies der Empfangsdame des Urkundsbeamten mitteilte, lachte diese laut auf und entzürnte das schreckliche Baumungeheuer damit so sehr, dass es sie platt trampelte. Als der Urkundsbeamte erschien und keine Empfangsdame vorfand, stellte er das schreckliche Baumungeheuer vom Fleck weg als seinen politischen Helfer ein. Das schreckliche Baumungeheuer war nun ein kleines Rädchen in der politischen Maschinerie und würde sich zweifellos hocharbeiten, um irgendwann einmal den Titel eines Beraters innezuhaben oder womöglich sogar den des Bürgermeisters. Als Prinzessin Desdemona ins Schloss zurückkehrte, weigerte sie sich, Fragen darüber zu beantworten, wo sie gewesen war. Sofort erteilte sie einen königlichen Erlass, um jeglichen aktiven Rettungsmissionen den Geldhahn zuzudrehen und die antiquierte Praxis abzuschaffen, Retter durch protzige Gameshows auszuwählen. Hä, aber die sind lustig. Als sie in dieser Nacht im Bett lag, dachte sie über den Ratschlag der kleinen Wache nach. Sie wusste, dass ihre Entscheidung das Schicksal von Sprawl sowie einer jeden Seele, die dort zu Hause war, unwiderruflich verändern würde.